I just wanna feel real love. Oh, bitte, Basti, hör lieber auf zu singen. Trink mal einen Kaffee hier, tausch mal den Becher, irgendwas Gutes. Sorry, Hi, wir sind hier im Café Gutviertel, im Bahnhofsviertel, auf die Eintracht, auf ins Viertel und du redest mal lieber vom Fußball, was du kannst. Okay. Ja, es gibt trotzdem noch einiges zu besprechen. Wir haben mehr Baustellen im Kader, als uns lieb ist. Wir müssen mal uns durch die Mannschaftsteile diskutieren, was wo noch passieren muss. Aber es geht wieder los. Es geht endlich wieder los, Alter. DFB-Pokal steht vor der Tür. Eintracht fährt nach Koblenz, um gegen Engers zu spielen. Danach ist schon das Bremen-Spiel. Also, es gibt einiges noch zu tun. Es sind aber auch schon geile Spieler da. Doan ist endlich da. Also, es gibt viel zu besprechen, mein Freund. Geile Sache. Trotzdem weiter. Robbie, das war richtig geil gestern, Bruder. I just wanna feel real love mit der Eintracht Frankfurt. Fußball 2000, wir sind heute wieder zurück im schwitzigen Frankfurt, uns ist es schon ganz warm, aber zurück ist auch Philly Vanilli erst. Sweaty Baghetti. Sweaty Baghetti aus den USA mit frischen Eindrücken und ein Eindruck, den müssen wir uns jetzt noch ein bisschen machen, denn es ist ganz klar, Litz Doan, so wird er ausgesprochen, liebe Leute, schreibt in die Kommentare, haben wir es richtig ausgesprochen, haben wir es falsch ausgesprochen, wie wird es in dieser Folge weitergehen? Wir werden auf jeden Fall über Doan sprechen und ich bin sehr froh, dass er da ist. Bist du auch froh, dass er da ist? Ich bin extrem froh. Ich werde übrigens weiterhin Rizzo Doan sagen, weil wir sind ja ein deutscher Podcast und kein japanischer, deswegen ist auch egal. Wichtig ist, wie er Fußball spielt, dass er genau der Spielertyp ist, der uns gefehlt hat bislang. Und nicht umsonst war er der erklärte Wunschspieler für genau diese Position, weil er dir eben diese Elemente gibt, die jetzt so ein bisschen mit Mamouche und mit Ekitike rausgegangen sind. Also diese Überraschungsmomente kreieren, ja, diese Kreativität, diese Torgefahr ist einfach, mit dem Spielertyp, finde ich, ist die Offensive komplett und ich bin mega happy, dass Markus Krösche da noch ein bisschen gekocht hat und den Deal am Ende zu sehr guten Konditionen, wie ich finde, fix gemacht hat. Ich bin sehr froh, dass du extra, um diesen Gag zu machen, dir diese Dinger hier geholt hast. Ja? Also wenn das mal nichts ist, liebe Leute, aber du bist wahrscheinlich auch froh, denn wir haben ja mal über Stürmer gesprochen und Doan war ja der erklärte Wunschspieler auch, weil er neben einer gewissen Kreativität da auch eine gewisse Robustheit mitbringt und auch der Spieler ist, den wir wahrscheinlich für dieses System benötigen. Ja, der auch die ganzen letzten Jahre gab es ja irgendwie so eine Schwachstelle auf den Außen, wo du das Gefühl hattest, wir haben es in Bao ja irgendwie so ein bisschen gesehen, dass er so 1-zu-1-Situationen auflösen kann. Knauf ist eher ein anderer, geradlinigerer Spielertyp, also das war in den letzten Jahren ja auch nicht da. Es war irgendwie keine kurzfristiger Need, sondern es war ein langfristiger, der damit jetzt geschlossen wird und du hast gesagt, Markus Krösche hat gekocht. Ich glaube, Doan hat es so beschrieben, dass Markus Krösche ihm gesagt hat, er will ein Gemälde Eintracht Frankfurt malen und er wäre das letzte Puzzleteil, was fehlt. So kriegst du den Japaner mit Bildsprache. Dieses Gemälde zu vollenden. Ja. Und am Ende stimmt's ja fast sogar ein bisschen. Also es stimmt, dass Doan so ein bisschen, dass er gefehlt hat in diesem Kader. Ja. Deswegen war das ja auch so eine Hängepartie die letzten Wochen, weil du dir schon Sorgen gemacht hast, ey, was ist, wenn er nicht kommt? Na klar. Dann ist quasi dieses Gemälde, was du dir da gewünscht hast, ja nicht komplett vollständig. Deswegen, für mich ist er der Letzte, den ich brauche, um eine richtig geile Startelf zu basteln. Ich würde dir noch ein bisschen widersprechen, weil ich finde nicht, dass wir ein Problem auf den Außen hatten, sondern es war sehr eindimensional. Also du hattest eben diese schnellen Sprintertypen. Ja, du hattest Knauf auf der einen Seite im Idealfall, Matteo Bahoya auf der anderen Seite, aber du hattest halt, das war sehr eindimensional durch dieses Tempo. Und so hast du diesen Spielertypen, niedriger Körperschwerpunkt, der auch noch mit dem starken Fuß quasi nach innen ziehen kann, ja, von der Außenposition. Und das ist tatsächlich so ein Element, dass dir nochmal eine ganz andere Variabilität gibt in der Offensive. Und insgesamt, wenn wir alles zusammendenken, dann dürfen wir auch Can Oso nicht vergessen, ja, der für mich dann diesen kreativen Wahnsinn dann vielleicht auch nochmal mit reinbringt, den ja in Ansätzen Ekitike auch hatte und vielleicht so ein ganz Mini-Portionchen auch Can Oso noch mit reinbringen kann, sodass du jetzt sowohl Schnelligkeit, sowohl eine Robustheit, genau diese Aspekte, die du angesprochen hast, aber auch ein bisschen Wahnsinn hast, sodass ich sage, für mich in der Offensive bin ich eigentlich auch fein und brauche jetzt nicht zwingend noch jemanden, der noch dazukommt. Wenn die Entwicklung von Eliwahi so weitergeht, das ist ja so der große X-Faktor, aber schon ein bisschen besser geworden, oder? Der Trend ist besser geworden, definitiv. Ja. Aber ich habe ja auch immer gesagt, ich bin der Erste, der sich freut, wenn das eintritt. Ja, das ist ja gar keine Frage. Aber wenn das so weitergeht, wenn du diese zwei Optionen nach vorne drin hast du jetzt ja auch in den Testspielen gesehen, mit Burkhardt oder Wahi, wenn die beide funktionieren, dann ist die Offensive eigentlich komplett. Wobei, wenn wir vom Gemälde reden, dann bräuchten wir eigentlich noch Daniel Malen. Dann könnten wir malen nach Zahlen. Der war richtig gut und dann machst du ihn selber wieder kaputt. Ja. Daniel Malen. Soll ja kein guter Gag bleiben. Lass doch einfach mal atmen und dann müssen wir mit soll ja kein guter Gag bleiben. Friends, was sagt ihr zu Doan? Ist es für euch auch eine super Sache? Schreibt mal in die Kommentare, wie euer Gefühl zu diesem Transfer ist. Ansonsten kann ich nur sagen... Das ist auch ein Statement, ganz ehrlich. Also, dass du Doan und Burkhardt holen kannst... So. Das ist ein Statement. Du holst den besten Spieler vom 5. und vom 6. einfach so in dieser Preisregion. Das ist auch was,
an das man sich als Eintracht-Fan gewöhnen muss tatsächlich. Weil das ging jetzt die ganze Zeit, du hast über Burkhardt die ganze Zeit gesprochen, das hat sich ein bisschen gezogen. Das ist auf jeden Fall ein interessanter Stimme auf dem Markt gewesen. Doan ist mit Sicherheit auch ein Spieler, man hat es, glaube ich, gelesen, dass Everton und Nottingham da auch noch reingrätschen wollten. Das heißt, du siehst, in welcher Kategorie dieser Spieler auch ist, was für Vereine mit welchen Portemonnaies da noch reinkommen. Und die Eintracht kriegt diesen Spieler, weil sie lang genug dran ist. Und das ist wirklich auch was, wo man sagt, ey, das ist das, was man sich als Eintracht-Fan immer gewünscht hat. Dass da ein Plan ist, dass da ein Plan abgearbeitet wird und dass das nicht so dieses situative mal hier und wir brauchen jetzt noch den und bla bla bla, sondern dass du das Gefühl hattest, ey, die wollten diese beiden Spieler die ganze Zeit. Und wenn das der Fall ist, dann weißt du als Fan auch, dass die einen Plan damit haben und dass das jetzt kein Spieler ist, der ist plötzlich aufgetaucht, gucken wir mal, wie wir den einbauen, eigentlich brauchen wir den Spielertyp gar nicht, wie das bei anderen Vereinen der Fall ist, sondern du hast das Gefühl, okay, die Eintracht hat einen Plan, die Eintracht holt sich die Puzzleteile für diesen Plan und ich bin sehr, sehr gespannt und voller Vorfreude auf diesen Plan, weil ihr habt gesagt, Doan ist die eine Sache, du hast aber angesprochen, Usun ist die andere, Wahi, Burkhardt, wie sie alle heißen, du hast so viele Spieler, wo du viel Fantasie entwickeln kannst, was auch für Doan und Burkhardt gut ist, weil sie dann nicht sofort im Spotlight stehen und jetzt funktionieren müssen, weil sie die beiden Prime-Neuzugänge sind, sondern die kommen in ein Gebilde rein, was schon gut funktioniert hat. Und wenn die das noch erweitern, Leute, ich hab Bock, Alter. Und ich bin ziemlich sicher, dass eigentlich gerade ein Doan, der ja auch in der Bundesliga in den letzten Jahren schon super funktioniert hat, auch ein Spieler ist, der die Liga einfach kennt und dementsprechend direkt reinrutschen kann. Ne? Und du hast die besten Spieler aus der Rest-Bundesliga, wenn wir es jetzt mal so Rest sagen. of the rest. Ja, und das ist tatsächlich ein Statement. Dementsprechend bin ich super zufrieden. Phil, bei dir geht's ja dann genauso, würde ich sagen. Ja, ich habe Rizzo Doan seit vielen Jahren eigentlich schon in der Bielefeld-Zeit, fand ich ihn schon richtig gut. Und auch diese Kombi zusammen mit Mario Götze. Die haben schon 2 Jahre zusammen gekickt. Die wissen, wie der andere tickt. Das ist geil. Mittelfeld zusammen. Schön, das bedeutet ja noch weniger Eingewöhnungszeit. Bundesliga kennt er an der Seite von Mario Götze zu kicken kennt er Ja. Ich hatte zwischendurch echt so ein bisschen Bammel, weil das hat sich schon sehr lang hingezogen, diese ganze Geschichte. Ja. Aber auch da wieder, Verhandlungsmaster Krösche hat das am Ende ganz gut gedeichselt und alle, die zwischendurch irgendwie gesagt haben, vielleicht klappt's doch nicht, irgendwie nix Korn, Doan. Also man muss wirklich sagen, es ist nicht nur Koch-Krösche, sondern wird jetzt zum, was weiß ich, Fußball-Michelangelo oder so. Koch. Ja, oder zum Fußball-Michelangelo, wenn es jetzt um Zeichnen geht. Der zweite Stern, Markus, der zweite Stern. Ich merke schon, läuft auf jeden Fall ganz gut. Was mir da auch noch gefällt, und das darf man auch nicht ignorieren, in Frankfurt gibt's immer eine japanische Community und dann freut man sich natürlich auch, wenn es japanische Spieler gibt, die einen gewissen Wert haben, die hierher kommen. Und wir haben ja gesehen, dass er auch von der japanischen Community, Hasebe hat ihn begrüßt und so weiter und so fort. Das finde ich schon cool. Genau, du hast ja diese japanische kleine Tradition inzwischen auch bei der Eintracht mit all den Spielern, die da waren, von Naohiro Takahara, Takashi Inui und vor allem, dass er jetzt die Rücknummer von Hasebe Makoto auch noch bekommt. Das ist ja auch noch so ein geiler emotionaler Nebenaspekt. Überragend. Finde ich auch. Richtig geil. Wir freuen uns alle. Das ist auf jeden Fall gut. Jetzt gucken wir aber so ein bisschen auf die Seite der potenziellen Abgänge. Und da merken wir, da gibt es so ein bisschen stockende Verhandlungen. Es tut sich nicht ganz so viel. Listesch haben wir ganz kurz im Vorgespräch drüber gesprochen. Müssen wir jetzt nicht großartig aushandeln. Ein Spieler, der für relativ viel Geld gekommen ist, für 6 Millionen. Wir haben vorher nochmal nachgeguckt. Und muss sagen, für die 6 Millionen haben wir da relativ wenig gesehen. Der ist jetzt wieder zurück nach Ungarn gewechselt. Gehört natürlich immer zu so einem Spiel dazu, dass nicht alles auch funktionieren kann. Können wir aber froh sein, dass er zumindest leihweise wieder zu Ferencváros, seinem früheren Verein, zurückgewechselt ist. Auf der anderen Seite muss ich sagen, die sonstigen Transfers und Abgänge stocken ein wenig. Es ging ja immer mal um Smolcic. Auch da ist der Stand aktuell noch kein neuer. Wir müssen auch darüber sprechen, wie sieht's mit Aurel Amanda aus. Auch da, Phil, hast du nichts mehr Neues gehört in diese Richtung, oder? Nee, um erstmal bei Smolcic und auch bei Aurelio Buta zu bleiben. Die hat auch Pech, muss man dazu sagen. Weil in beiden Fällen bist du an die falschen Vereine mit den falschen Verantwortlichen geraten. Also in beiden Fällen wurde echt den beiden übel mitgespielt, weil beide bei der Eintracht die Leistungstests zu Beginn der Saison mitgemacht haben, ohne alle Auffälligkeiten. Und dann haben sie 2 interessierte Vereine und aus diversen Gründen, weil du irgendwie schwierige Gesamtsituation in der sportlichen Leitung hast. Da gibt's ja manchmal so 2 Fronten, die gegeneinander arbeiten. Die einen wollen den Transfer, die anderen nicht. Dann hast du ein bisschen crazy Owner, wie das in manchen Teilen der Fußballwelt dann eben manchmal so ist. Tatsächlich. Und dann schieben die das halt. Im Zweifel, wenn die das nicht hinbekommen in der sportlichen Leitung, weil das einfach Chaosvereine sind, dann heißt es irgendwie, er hat den Medizincheck nicht bestanden. Was aber halt in beiden Fällen totaler Quatsch ist, weil die beide fit sind. Wir haben es letzte Woche schon gesagt, ein Stück weit rufschädigend ist es natürlich. Voll. Du kannst damit Karriere zerstören. Ja, es ist es ja. Das ist nicht eine Frechheit, wirklich. Ja. Das ist genau das. Dieses Geschäftsgebaren ist absolut asozial. Also diesen Spieler, das ist dann auch in der Welt draußen. Und im Endeffekt ist dann so ein kleiner Zweifel. Beim nächsten Verein, der vielleicht seriös arbeitet, kannst du dem vorwerfen, wenn der jetzt überlegt, ich bin mir nicht so sicher. Aber vielleicht auch nicht so viel Geld hat. Es gibt ja Vereine, guck mal, so ein Buta-Investment
das würde schon Geld und dann hast du jetzt plötzlich so einen kleinen Mann im Ohr, der dir sagt, ist der wirklich ganz fit? Ja. Dann hast du so ein Gelaber und stell dir mal vor, dann holst du den und dann verletzt er sich wirklich aus einem ganz anderen Grund. Ja. Und dann kommen irgendwelche, habe ich dir doch gesagt. Das ist wirklich einfach asozial, dass dieses Thema in der Öffentlichkeit dann damit gedroppt ist und du diesen Spielern damit schadest. Kann mir aber trotzdem vorstellen, dass andere Verantwortliche von anderen Vereinen jetzt ja auch nicht seit gestern erst im Fußballbusiness sind und das dann vielleicht trotzdem gut einschätzen. Und du hast es gesagt, ganz ehrlich, für jeden normalen geilen Zweitligist oder random Bundesligist ist Buta ein absolutes Upgrade. Es ging um Union, es ging um HSV. Ja, das ist ein guter Verein. Das ist auch ein guter Spieler. Natürlich. Der ist auch nicht verletzungsanfällig. Der war nicht so oft verletzt bei uns. Der ist stark. Also ich meine, im Endeffekt, klar, so die Eintracht ist ja dem vielleicht ein bisschen entwachsen durch Champions League. Aber es ist jetzt trotzdem kein Spieler, wo du sagst, nur hoffentlich können wir einen anderen Verein noch verarschen und kriegen den unter, sondern ich glaube auch, dass das noch funktioniert. Ich glaube auch, dass das funktioniert. Vor allen Dingen wäre es halt auch wichtig, weil, ich meine, das sind keine Spieler, die mega Ablösesummen kreieren, weder Smolcic noch Buta. Aber ihr müsst ja immer das Gesamtpaket der Payroll im Hinterkopf haben. Und wenn du 2, 3, 4 Spieler dieser Kategorie, wir reden auch über Amenda, wir reden über Modahut, wir reden über Ebimbe, da hört man auch gar nichts, das läuft im Zweifel Richtung Vertragsauflösung sogar hinaus. Aber wenn du diese Spieler von der Payroll runterbekommst, setzt das genau die Mittel frei für die 1 bis 2 Positionen, über die wir gleich noch sprechen werden, wo du möglicherweise das Gefühl hast, da musst du noch mal nachlegen, weil da könntest du... Aber es muss erst das passieren, ne? Weil das hatten wir letzte Woche ja auch schon so ein bisschen besprochen. Du hast das Gefühl, dass man unterschätzt so ein bisschen, sagt, ja, kauf doch. Es muss jetzt wahrscheinlich erstmal ein bisschen sauber gemacht werden. Guck doch nochmal allein diese 3 Transfers mit Wahi im Winter. Jetzt hast du Burkhardt, jetzt hast du Doan. Wenn du jeweils die Gesamtpakete... Christensen, Theat. Ja. Genau, Vertragsverlängerung, Nene Brown, alles, was im letzten halben Jahr passiert ist. Collins. Ja, genau. Das ist ja ein riesiges Volumen. Ja. Und da muss man sich auch nicht wundern, sondern es ist ja nur logisch, wenn es dann heißt, wir müssen erstmal wieder Leute von der Payroll runterbekommen, um nachzulegen. Egal, ob du 95 Millionen für Spieler einnimmst oder nicht. Aber so lang ist er jetzt auch nicht mehr, Leute. Ne? Nein, das ist nicht mehr so lang, aber trotzdem muss man auch noch mal festhalten, das sind alles gute Spieler. Also, wir reden über Buta und Buta ist ein Spieler, der für die allermeisten Bundesligisten eine große Verstärkung sein kann. Hut übrigens genauso. Oder Hut ebenfalls komplett. Natürlich hat es bei uns nicht so. Ich finde es schade, weil ich den super sympathisch finde und die Auftritte, die ich von ihm gesehen habe, die waren bei der Eintracht tatsächlich auch echt ordentlich. Aber es war halt nicht das nächste Niveau, was er jetzt auch vielleicht mit der Eintracht gehen kann. Deswegen ein bisschen traurig. Trotzdem ein guter Spieler, der sich in der Bundesliga safe zurechtfinden wird. Und dann müssen wir nur hoffen, dass das halt alles klappt. Aber klar, die Payroll muss entlastet werden. Ne? Ja. Aber ich glaube, da wird auch noch einiges passieren. Also die Eigendynamik bis hin zum 1. September. Die ist ja da. Übrigens jetzt schon mal vormerken. Zum einen 21.08. Sommershow Batsch Cup Live. Oh ja. Ne? Das ist auch schon nächste Woche. Geil, ich freue mich drauf. Auf jeden Fall. Und 1. September natürlich. Hier, Namensgeber Redline Day. Wir sind natürlich dann abends live, wenn es wieder auf die letzten Meter geht. Das war im Winter auch geil. Wisst ihr noch? Michi Batshuayi? Ja, stimmt. Raus. Was soll ich mit dem? Der könnte übrigens auch noch gehen im Zweifel. Also, du hast so viel Bewegung. Oder der könnte noch relevant werden, wenn es um die Stürmer geht. Aber du hast vollkommen richtig gesagt. Liebe Leute, wenn ihr am 21.08. dabei seid, wir werden ein bisschen Fragen stellen, aber keine Angst, nur diejenigen, die auch Fragen stellen wollen, beziehungsweise überlegt euch ein paar Fragen, nehmt euch ein paar Fragen mit, wir haben dann so ein bisschen so einen Zuschauerteil und da geht's rund, also insofern würden wir uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr dann am Start seid. Aber wer wahrscheinlich nicht mehr am Start ist bis dahin, ist eventuell der gute Nkunku, denn der steht tatsächlich ziemlich klar vor dem Abgang, da soll es nach Holland gehen. Ich bin halt nur sehr gespannt, ob die 7,5 Millionen, die wir damals investiert haben, heute noch rausbekommen. Wahrscheinlich eher nicht. Aber da ist wieder das, was Phil gerade ausgeführt hat, wahrscheinlich entscheidend. Da geht's wirklich, glaube ich, um die Gehaltsliste, dass du das Gefühl hast, okay, Topmöller will sich irgendwie nicht komplett auf diesen Spieler verlassen. Man kann es ihm auch, glaube ich, nicht verdenken. Ich finde es schade, ich mag den Spieler. Super. Und das, was er, wenn er konzentriert ist, zeigt, das reicht auch absolut aus, um Nene Brown Backup zu sein. Scheinbar gibt's da aber irgendwie verschiedene Vorstellungen, was das betrifft. Also er ist wahrscheinlich zu unzuverlässig und da kann ich auch einen Trainer verstehen, wenn er sagt, wenn ich jemanden bringe und jetzt Nene Brown ist jetzt auch aktuell nicht krass fit, dann will ich jemanden haben, auf den ich mich verlassen kann. Aber es zeigt tatsächlich, dass wir noch mehr Baustellen haben, als uns lieb ist, ehrlich gesagt. Du redest über Linksverteidiger, du redest über Innenverteidiger, du redest über Sechser und du redest eventuell, wenn du Batshuayi ansprichst, sogar noch über Stürmer. Das heißt, du hast eigentlich in allen Mannschaftsteilen noch Fragezeichen. Nkunku ist eins davon. Und ja, das ist eine 50-50-Sache. Ich finde den irgendwie geil, aber das ist auch mein Ding und ich bin noch nicht nah genug dran und ich kann aber jeden verstehen, der sagt, das ist mir zu unzuverlässig. Ich will nicht hart, ich will ergänzen, weil ich war jetzt ja zum Glück relativ nah dran und wenn mir eins aufgefallen ist, was nichts Neues ist bei Nielsen Nkunku, aber er wird auch intern immer weniger als Backup für Nene Brown links hinten gesehen. Einfach weil
seine Art, gegen den Ball zu arbeiten, zu verteidigen, viel zu vogelwild ist. Wo er aber seine Qualitäten hat, ist eine Position weiter vorne. Ja. Und zwar auf der offensiven Halbposition. Das heißt, ich sehe den fast eher als Backup für Bahoya mit Tempo, mit Vorwärtsdrang, beziehungsweise auch auf der anderen Seite. Das hat er Aber jetzt da hast du ja wahrscheinlich zu viele Spieler dann. Also das hat er jetzt, ja, aber nicht mit diesem Tempo. Nicht mit diesem Tempo. Als Tempo-Backup für die beiden offensiven Flügelpositionen. Und das hat er jetzt ja mehrfach gespielt. Das hat er gegen Louisville gespielt, hat übrigens 2 Tore gemacht, 1 vorbereitet auf der Position, auf der offensiven Position. War schon wild, tatsächlich, gegen Fulham, neben Chaibi die einzige Eintracht-Chance gehabt, als er reinkam jetzt am Samstag. Also vielleicht ist dieser Spieler, Niels Nkunku, wertvoll für diese Mannschaft, aber nicht auf der eigentlichen ihm angestammten Position links hinten. vielleicht gibt's die auch einfach gar nicht mehr, weil die Eintracht das System umstellt. Wir reden ja hier auch immer über Viererkette, Fünferkette. In der Fünferkette kannst du ihn wahrscheinlich auch leichter auffangen mit diesen defensiven Schwächen, die er hat, als in der Viererkette, wenn du wirklich als Linksverteidiger auch aufpassen musst, weil ansonsten viel zu viel Raum aufgerissen wird. Aber das sind ja scheinbar Überlegungen, die der Trainer sich jetzt in den letzten Monaten sowieso gemacht hat. Und wenn Marvin sagt, der steht kurz vor dem Wechsel, dann glaube ich auch, dass darüber negativ beschieden worden ist. Dass man eben nicht sagt, okay, wir probieren ihn. Anders als bei Chaibi zum Beispiel. Der sagt, ey, neuer Start für dich, neue Position, neuer Konkurrenzkampf, den du dir stellen kannst. Chaibi scheint das gut zu machen und ich glaube auch, dass die Eintracht in die Saison mit ihm gehen wird, in dieser zentralen Position. Bei Nkunku, klar, probiert man ihn weiter vorne aus, durch diese Systemänderung in Anführungszeichen. Aber ich glaube nicht, dass wir den nächste Saison sehen, sondern dass Nkunku einer derjenigen ist, der die Payroll... Ich ganz kurz noch sagen, für mich wäre es traurig, ehrlich gesagt. Ich bleib dabei, ich habe das letzte Woche schon mal angesprochen. Für mich ist es ein Spieler, bei dem ich schon das Gefühl habe, dass er in der Mannschaft einigermaßen gut angekommen ist und der wird uns fehlen, weil wir sehr, sehr viele Spieler haben und wenn sich der ein oder andere verletzt, sind wir traurig, dass er nicht da ist. Bitte? Das heißt aber auch, du brauchst eigentlich so oder so jemanden für diese LV-Position, ne? Weil wenn Nkunku das als Backup auch nicht zugetraut wird, dann brauchst du so oder so jemanden, unabhängig davon, ob Nkunku noch geht oder nicht. Denn der Backup für Nene Brown ist Arthur Theat und den brauchst du eigentlich in der Innenverteidigung. Richtig. Also da sind ganz, ganz viele Fragezeichen, wie wir selber merken. Ja. Und zu Chaibi, das ist ja auch so ein bisschen aus der Not heraus geboren, weil Elias Giri die ganze Zeit in der Vorbereitung jetzt eigentlich außen vor war. Sonst hätte Chaibi auf dieser Position auch nicht so viele Minuten bekommen. Von daher, ihr merkt, das ist alles noch nicht so ultimativ rund. Es ist nicht so ultimativ rund, aber es muss ja irgendwann rund werden, denn es ist tatsächlich so, liebe Leute, das habe ich schon wieder, liebe Leute, gesagt, schreibt's mal in die Kommentare. Counter, ding, ding, ding. Wie sieht's mit dem Counter jetzt diese Woche aus? Ich glaube, ich habe mich einigermaßen zurückgehalten, wir werden sehen. Aber es ist also, am Wochenende geht's gegen Engers, das Topspiel im DFB-Pokal. 5. Liga. Und die Eintracht fährt nach Koblenz und schaut sich an, was da so passiert. Und ich glaube, da braucht es eine Startaufstellung dafür. Und du wolltest noch was sagen? Ja, ich glaube zunächst mal, es wird ein enges Spiel. Ja. Wo ist der Karneval? Das ist auch so ein Phil-Los gewesen. Ja. Da wusstest du schon bei der Auslosung alles. Ja, auf jeden Fall. Kommentierst du das Spiel im Einzel? Nein. Okay. Hurra, hurra, der Koblenz ist da. Das war das war ein Honorable. Lasst uns gemeinsam mit der Community jetzt die Startelf fürs Pokalspiel in Engers finden. Gut, ich fange an. Ja. Kevin Trapp. Es strahlt Sicherheit aus. Fängt natürlich an und dann, wie wollen wir spielen? Erstmal System. Genau. 4-2-3-1. 4-2-3-1. Das scheint das System zu werden bei der Eintracht aktuell. Okay, alles klar. 4-2-3-1. So, dann ist ja schon mal die erste Frage. Wird Nene Brown fit? Das ist eine allgemeine Frage. Machen wir jetzt eine Startelf, wo wir sagen, das ist unsere Startelf oder jetzt ist das eine situative Startelf? Erst nur Engers. Das Pokalspiel. Hallo, liebe Leute, es ist doch ganz klar. Das Pokalspiel. Ja, weil für danach, dann sind wir live. Das werden wir dann erst bei der Live-Show machen. So, Donnerstag in einer Woche in der Batsch Cup machen wir die ultimative Startelf für die Bundesliga-Saison, wenn alle fit sind. Ja. Das ist doch gut. Und jetzt Pokalspiel. Genau, und jetzt ist übrigens klar, der gute Theater ist nämlich fürs Pokalspiel gesperrt. So, und dann beginnen schon die Probleme. Ja, da fängt die Scheiße auch schon an. Dann beginnen die Probleme, weil eigentlich hätte dann Theat links gespielt. Ja, du hättest Koch auf den linken Innenverteidigerposten gestellt, Collins rechts in die Innenverteidigung. Das wäre eigentlich der Plan gewesen. Theat fehlt gesperrt, Brown ist verletzt. Nkunku wird das vermutlich gegen Engers, kannst du ihm das zutrauen. Ja, genau. Aber ist eben nur die kurzfristige Lösung. Also, wenn alles so bleibt, wie es jetzt ist und Nene Brown keine Wunderheilung hat, dann spielt Nkunku links hinten. Nkunku links, dann hast du Koch daneben. Koch, Collins wahrscheinlich und dann rechts musst du dann wahrscheinlich mit Christensen fahren. Ne? Übrigens Alternative für eine LV-Position, Elias Baum, das ist dann zwar Seitenverkehrt in seinem schwächeren Fuß, hat er aber in den USA beispielsweise auch eine Hälfte gespielt im Test. Das würde ja zu deinem Philipp Lahm-Vergleich auch passen. So, dann geht's weiter. Ist richtig. So, dann erstmal defensives Mittelfeld. Ja, wie sieht's aus mit Stiel? Naja, den habe ich keine Minute auf dem Platz gesehen bisher in der Vorbereitung. JB Larsson, würde ich sagen. JB Larsson, oder? Aber ja, auf jeden Fall. Wir müssen aber da noch mal ganz kurz über Stiel sprechen. Was ist da los?
Ja, ich meine, der grundstabilste war er jetzt noch nie, hat immer mal wieder kleine Wehwehchen gehabt. Das gerade ist jetzt offenbar eine Geschichte, die sich ein bisschen länger zieht. Und das ist bitter, weil genau diese Position, diese Stabilität da im Zentrum, ja, die ist halt wirklich enorm wichtig. Nicht gegen Engers, da tut ja jemand wie JB wahrscheinlich noch ein bisschen besser, ja, weil er eben diese spielerischen Ansätze eher hat. Aber Skiri ist ja ein Spieler, der oft auch ein bisschen unterschätzt wird, weil der einfach mit seinen Laufwegen, mit seiner Spielintelligenz, mit seiner Raumdeutung ist der halt wahnsinnig wertvoll für diese Mannschaft. Und das ist die Frage, wie fit ist er? Und ich bin ja ohnehin der Meinung, du brauchst noch einen richtig guten Sechser. Aber das haben viele von euch auch. Das wird ja seit Jahren zu Recht gefordert. Da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Wie geht's weiter? Ich würde Doan direkt spielen lassen. Ja, Doan ist klar und Batshuayi auf der linken Seite ist auch klar, oder? Bahoja meine ich, genau, Bahoja. Wobei Batshuayi könnte man auch mal spielen lassen, aber der konnte dann eingewechselt werden. Bahoja tatsächlich. Ja, ich finde bei Bahoja und Knauf, die fand ich beide in der Vorbereitung jetzt nicht überzeugend, was aber bei beiden, muss man ja mal dazu sagen, auch damit zu tun haben könnte, dass die eben eine U21 EM noch gespielt haben. Die sind nicht in den Urlaub, sondern die hängen quasi ein paar Wochen nach. Die werden auch in 2-3 Wochen dann hoffentlich an dem Peak sein, wo die anderen jetzt sind. Aber ja, also gegen Engers wäre ich auch für Bahoja auf der linken Seite, allein aus Tempoaspekten. Doan rechts für diese Überraschungsmomente, Götze Zentrum. Ja, und dann hast du oben ganz klar den Johnny im Endeffekt dann. Ist das so klar? Würde ich schon sagen. Ich würde definitiv mit Johnny starten, ja. Also für mich. Ich auch, aber. Frage, ich meine, natürlich du könntest auch mit Bragi probieren, wenn du lustig bist, ne? Aber ehrlich gesagt, ich glaube, Johnny hat sich gut präsentiert und das wäre für mich eine ganz klare Nummer. Für mich erstmal zu stellen. Wie siehst du das? Also ich würde erstmal bei der offensiven Dreierreihe Usun links, Götze in der Mitte, Doan rechts machen. Damit du bei beiden Seiten, das heißt, für mich als kleinen Monk ist das auch symmetrischer, also dass du nicht. Bahoja rotiert raus. Bahoja rotiert bei mir raus, dann hast du halt zwei inverse Außenspieler, dann hast du Götze dahinter und dann tatsächlich Burkhardt im Sturm. Okay. Also das ist was diese Mittelstürmertechnik betrifft, finde ich den am besten. Ich finde, Wahi ist ein Kandidat, wenn du sagst, du willst mit zwei Spitzen spielen. Ja. Wenn du sagst Burkhardt und Wahi. Allein als Mittelstürmer, das würde ich ihm jetzt auch gar nicht antun wollen, weil ich glaube trotzdem, dass er noch ein bisschen braucht. Aber es zeigt, dass trotz allen Fragezeichen, die wir schon haben und trotz allen Verletzungen, die auch ehrlich gesagt nervig sind, weil die langwieriger sind, als man denkt, gerade bei Brown, bei Skiri, dass du trotzdem eine geile Startelf aktuell schon stellen kannst und dass du Richtung Bundesliga-Start noch eine geilere stellen können wirst und dass du wahrscheinlich auch noch ein paar Sachen machst. Das heißt aber, das finde ich jetzt schon ganz spannend, wir beide hatten jetzt eher gesagt Bahoja. Du sagst eher Usun? Ich kann mir Usun auch vorstellen, finde aber Bahoja gegen Gegner, der sehr tief stehen wird, vielleicht mal mit ein paar Tempoläufen, fände ich irgendwie die... Ja, aber du hast ja gar keinen Platz für diese Tempoläufe. Ja. Das Ding, wenn du zwei Schnicker wie Usun und Doan hast, dann kannst du selbst in einem engen Raum irgendwie probieren, dir so enge Räume im Dribbling aufzureißen. Dann hast du einen Mittelstürmer in der Mitte und dann hast du einen der sich ein bisschen fallen lassen. Ja, ich sehe deinen Punkt. Am Ende, no disrespect, glaube ich auch, dass das ein ideales Auftaktspiel im Pokal ist. Ja, du bist nicht sofort auf Strom, du hast nicht sofort diese Angst, wenn du in Magdeburg spielst, in Braunschweig, wo du denkst, wer weiß. Das schon auch ein Statement war letzte Saison, ne? Der Auftakt in Braunschweig, das kann ja auch ein Push. Ja. Ich fand, das war auch geil. Ja. Wir waren ja da, wir waren alle dort. Erinnerst du dich noch? Aber im Schwimmbad, genau. Waren ja eine gute Schwimmbad. Aber ich weiß nicht, war das angenehm? So, du hast das Gefühl, ich fand's geil. Noch ein bisschen. Ich finde, das ist jetzt eigentlich auch für Fans. Geiler Daydrinking-Tag in Koblenz, kannst hinfahren, entspannen. 13 Uhr trinkst du schon. Es ist absolut perfektes Wetter, du kannst morgens um 11 anfangen, dann bist du auch früh genug zu Hause, dass du montags wieder fit bist. Auch wieder wahr. Überragender Tag und ich glaube auch, dass man sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnt, wenn man sagt, die Eintracht wird dieses Spiel eventuell gewinnen. Und deswegen kannst du, was die Startelf betrifft, glaube ich, auch so eine gewisse Entspannung haben. Viel, viel, viel interessanter wird's dann die Woche drauf zu Hause gegen Bremen. Die Woche da drauf gibt vielleicht schon neue Rätsel auf oder gibt neue Lösungen, zeigt uns neue Lösungen. Aber neue Lösungen muss man vielleicht auch suchen, wenn man auf dem Transfermarkt guckt. Denn wir haben gemerkt, es gibt die eine oder andere, danke. Ich brauche immer so kleine temporäre Übergangspreise für Marvin, damit er dann irgendwann zu Hause so ein Regal hat, wo ganz viele stehen. Oder einfach Schnäpse. Dann kommt irgendwann zu den Haus sagen, was denn das? Ich bin hochdekorierter Übergangspreisträger. Ja, langjähriger auch. Den habe ich hier 2008 schon geholt. Das war in der Disco damals gewesen. Hier 2009. Du hast ein Übergangsmandat. Ja, immerhin, besser als gar keins. Aber das Mandat, um Transfers zu realisieren. Noch einer! Hat der gute Herr Krösche. Und ich glaube, liebe Leute, wir müssen darüber sprechen. In der Innenverteidigung, da gefällt mir vieles nicht. Also, das ist so. Ja, also Entschuldigung, ich habe mir das hier mal angeschaut. Also hier gefällt mir vieles. Ja, Entschuldigen Sie bitte. Also die Sache ist halt die.
es ist klar, dass wir mit Smolcic nicht in die neue Saison starten als ein Spieler, der bei der Eintracht perspektivisch unterwegs sein kann. Amanda scheint jetzt gerüchtet zu werden, dass er weggerüchtet wird. Das ist der entscheidende Punkt, ehrlich gesagt. Und das ist halt das Amanda ist der entscheidende Punkt, weil du hast Theat Koch, unangefochten Innenverteidigung, da glaube ich, dass du Collins als dritten Innenverteidiger eher in diese Rolle drücken willst, auch ein bisschen Flexibilität noch dabei, weil du mit Baum halt für die Rechtsverteidigerposition Alternative hast, so. Aber du sagst es zu Recht, wer ist der vierte Innenverteidiger? Und im Endeffekt aktuell ist es Amanda. Wenn man dem nicht vertraut, dann musst du halt jemanden holen. Für mich ist das ein 1:1 Tausch. Einfach zu sagen, Amanda ja, Amanda nein. Und wenn du nein sagst, musst du jemanden holen, weil das kannst du, wie bei anderen Positionen, nicht intern auffangen. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du gibst den Kunku ab, weil du siehst ihn als Außenspieler, dann kannst du zumindest die offensive Position auffangen. Bei Amanda kannst du es gar nicht auffangen. Also du hast Tute auch schon abgegeben. Ja. So, da musst du dann zwingend jemand holen. Ich bin sehr gespannt, ob man diesen Tausch macht. Wahrscheinlich musst du den sogar machen, weil ich finde es sonst merkwürdig. Weil, was ist das sonst? Also dieses von wegen, ich zweifle so ein bisschen, vielleicht Transfer. Und dann sagst du, ja, nee, doch nicht. Und es ist ja essentiell, wir dürfen nicht vernachlässigen, wir werden potenziell eine lange Saison haben. Eine Saison, in der sich Leute verletzen können und auch gerade in der Innenverteidigung. Und jinxed. Ja, es kann halt passieren. Und dann brauchst du jemanden, bei dem du auch Potenzial siehst, dass du sagst, der kann halt diese 20 Spiele machen. Also ich bin fein mit Amenda und Collins als den beiden Innenverteidiger-Backups. Wenn Amenda bleibt, der hat fast 10 Millionen gekostet, der war nicht umsonst letztes Jahr im EM-Kader der Schweiz. Ich finde ihn immer noch gut. Der hat viel Potenzial, ich finde den nach wie vor gut. Und wenn die beiden bleiben, bin ich fein damit. Wenn Amenda geht, musst du natürlich noch in der Innenverteidigung was machen. Mein Fokus aber liegt ganz klar auf der 6. Auf der 6. Dein Fokus liegt auf der 6, das ist verständlich. Der 6, nicht dem. Naja, in der Schule lag mein Fokus auch immer schon auf der 6, ja, aber gut, das muss ich dann eher weg. Soll ich euch mal alleine lassen? Aber das war aber viel zu oft. Grüße an meine Chemielehrerin, das hat halt nicht so funktioniert. Aber gut, was soll ich sagen, es war nicht so. Wenigstens stimmt bei uns die Chemie. Ja, auf jeden Fall bei uns stimmt die Chemie. Und vielleicht... David! Schnäpse! Keine Angst, ich hol dich wieder rein. Weil die Position... Kannst du mir ein stilles Wasser bringen? Weil die Position des Sechsers ist tatsächlich auch etwas, worüber wir sprechen. Wir haben eben drüber gesprochen, Skiri wirft Fragen auf. Ja, tatsächlich. Also in erster Linie wirft er Fragen auf, was die Verletzungsanfälligkeit jetzt betrifft, aktuell. Und auch der Afrika-Cup, der wieder da ist. Komm rein. Kannst du die Zuschauer grüßen, das ist der David. Hallo. Kennt ihr schon aus dem Intro. Die Verletzungsanfälligkeit und wir haben auch wieder Afrika-Cup. Ja. So, das heißt, du kannst planen, dass er wieder ein paar Spiele weg ist. Wir wissen alle, in welchem Zustand der vom Afrika-Cup damals wiederkam. Einigermaßen desastrosos. Also das war ja ein desolater Zustand, den er mental also das heißt, du musst da ein bisschen einplanen, dass er eventuell nicht dieser Leuchtturm-Sechser ist, diese Saison, den du dir wünschst, und brauchst da halt Alternativen, und auch da musst du genau diese Entscheidung treffen. Und ich glaube, das ist keine Skiri-Ja-Nein-Entscheidung, sondern das ist eher eine Heulund-Ja-Nein-Entscheidung. Das ist eine Chaby-Ja-Nein-Entscheidung, traust du ihm das zu? Larsson ist für mich gesetzt, Skiri eigentlich auch, wenn er fit ist. Aber, du hast es gesagt, wir werden viele Spiele haben, da musst du dich halt entscheiden, reichen Chaby und Heulund als Backups? Ich sag nein. Das heißt, ich will auch jemanden haben, und das ist halt jetzt aber die entscheidende Frage. Wen ersetze ich? Wenn du jetzt zu mir sagst, Basti, Skiri ist für mich kein Startelf-Kandidat, dann musst du da eine absolute Fackel holen. Ja. Wenn du sagst, Skiri ist mein Starter, dann kannst du eventuell halt jemanden holen, der in zweiter Reihe so Dahut-mäßig, wie wir ihn damals geholt haben, als dritter, vierter, sechster da irgendwie in den Zentrale reinrutschen kann. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ich bin sehr traurig, und das sage ich hier mal an der Stelle, wenn wir über zentralen Mittelfeldspieler sprechen, dass diese kurzfristigen Wataru-Endo-Gerüchte, die es gab, dass die verstummt sind. Das finde ich richtig schade. Ja. Weil ganz ehrlich, Marvin, du bist auch in der einen oder anderen WhatsApp-Gruppe, in der ich immer die Leute mit Eintracht-Content nerve. Das ist ehrlich gesagt jemand, wenn ich meine Startaufstellung für die ganze Saison mache. Das war der perfekte Spieler. Larsson Endo eigentlich meine Doppel-6. Ja. Und natürlich, jetzt wütende Kommentare ist mir scheißegal. Natürlich muss das nicht jetzt der sein, aber ich glaube, Endo ist trotzdem gut, um als Diskussionsgrundlage ihn zu nehmen, zu sagen, okay, über was für einen Ersatz sprechen wir? Wollen wir Skiri ersetzen als Starter oder wollen wir die Breite verstärken als Sechser, und was ist mit Heulund und Chaby? Ja, lieber Basti, da bin ich inhaltlich komplett bei dir, denn ich meine, du kennst ja meinen Sechser-Fetisch. Das klingt jetzt merkwürdig. Ja. Marvin, das wollten wir nie öffentlich machen. Nein, das muss ich erst meiner Mutter sagen. Okay, es klingt merkwürdiger als es ist. Nein, also es geht im Endeffekt darum, dass ich wirklich defensive Mittelfeldspieler sind meine Lieblingsspieler, das kann ich schon so sagen. Dazu die Tore. David!
Ich nehme Marvin auch mal ein Wasser. Ich rede mich hier ein. Nein, aber es ist de facto so, dass ich nicht das Gefühl habe, dass Skiri ist immer so ein Problemfaktor bei mir gewesen und ich merke ehrlich gesagt auch, dass wir da diese Leerstelle haben und denkst du, dass Højlund sie füllen kann? Eine Leerstelle mit H oder mit Doppel-E? Das ist deine Interpretation. Könnte beides sein. Das ist deine Interpretation überlassen. Also ich glaube tatsächlich, dass wenn du einen für die 6 holst, weil diesen entwicklungsfähigen Spieler da, den hast du mit Oskar Højlund. Ja. Mit Blick auf die... Ich sag nein. Nein! Ja. Natürlich ist Oskar Højlund ein Spieler. Er ist ein entwicklungsfähiger Spieler, aber ich glaube nicht, dass du den als dritten Sechser einbauen solltest, zu sagen, wie du sagst, der kann jetzt mal locker 5, 6 Spiele am Stück machen und es passiert nichts. Sage ich nein. Da bin ich tatsächlich gegen, zu sagen, dass ich dem eine große Rolle aufbürden will. Würdest du ihn verleihen, um zu gucken, dass er ein Jahr mehr Spielpraxis bekommt, weil das ja auch so ein bisschen im Raum steht? Würde ich auf jeden Fall machen. Ehrlich gesagt würde ich, ja, aber das ist auch wieder, wir haben hier halt zu viele Variablen in diesen ganzen Diskussionen, als dass man sich da definitiv festlegen kann, weil wenn ich jetzt sage, ja, und dann kommt kein Ersatz, dann würde ich sagen, nein. Ja. Wenn du mir den Ersatz zeigst, müsste ich anhand des Ersatzes, also die Sache ist die... Aber die Idee, trotzdem, ganz kurz muss ich reingrätschen, die Idee, über eine Leihe nachzudenken von Højlund in eine Liga, bei der er regelmäßig spielt, Stammspieler, die in der ersten Liga situiert ist, dann würde ich sagen, ja. So diesen Paxton-Aronson-Weg. Aber ich bin unabhängig davon, noch hast. Die wichtigste Position, auf der, ich sag's nochmal, wäre für mich dieser wirklich ballsichere, progressiv denkende Sechser. Ja. Taktgeber. Da sind wir halt tatsächlich sehr schnell beim Spielertyp Wataru Endo. Und wenn du so einen bekommen kannst, dann bist du tatsächlich noch mal eine halbe Klasse bis eine Klasse besser. Dann ist Endo Gelendo. Aber, das hatten wir auch in einer der letzten Folgen besprochen, Marvin, du musst halt genau, was das betrifft, auch aufpassen, dass du eben nicht zu hoch ins Regal greifst und sagst, wir sind jetzt plötzlich ein Champions-League-Verein, wir brauchen auch einen Champions-League-Kader, weil, wir haben schon gesagt, die ganzen Spieler, die kosten auch Cash. Und wenn du da jetzt wirklich jemanden holst, der so eine Spotlight-Position einnimmst, dann gehst du auch ein gewisses Risiko ein. Und das ist halt das, was die Eintracht entscheiden muss. Ja. Das, was wir uns alle wünschen, wird es, glaube ich, nicht geben, weil das auch finanzielles Harakiri wäre. Zu sagen, wir holen da jetzt noch einen Sechser, weil wir brauchen den, wir holen jetzt vielleicht noch jemanden, weil wir wissen nicht, ob Y funktioniert, dann hast du dann in 2 Jahren einen Kader stehen, wo wir dann nicht hier setzen, wie werden wir den los, sondern dann hast du am Ende 10 Spieler, wo du sagst, boah, der ist zu teuer, dann hast du den noch damals geholt und erinner dich, du musst Entscheidungen treffen. Und die Entscheidungen entzünden sich an allen Spielern. Du musst entweder sagen, Højlund ja oder nein, traue ich Chabis zu, ja oder nein. Und da ist Skiri für mich noch der Mann. Ist Skiri für mich der Starter? Da würde ich zum Beispiel sagen, ja. Wenn ich sage, okay, die Eintracht soll sich einen Euroleague-Kader bauen, der auch Euroleague finanzierbar ist, dann ist Larsson Skiri absolut Max. Natürlich kann man Bedenken haben, was das betrifft, aber du hast vorhin gesagt, ich finde, Skiri wird sowieso unterschätzt. Wenn der fit ist, dann kann er die Pace so ein bisschen auf seine Art und Weise bestimmen. Aber ich bin bei dir, Marvin, dass wenn du sagst, ey, in einer idealen Welt und wenn man sich's wünschen könnte, dann bräuchte die Eintracht, glaube ich, einen anderen Spielertyp auch auf dieser Position, weil Larsson ist noch zu jung, um das zu machen. Du bräuchtest einfach einen, der bestimmt, wie der Takt des Eintracht-Spiels ist. Und das ist genau eigentlich in diesem Maschinenraum. Und trotzdem ist es gut, dass du uns nochmal eingenordet hast und gleichzeitig auch gesagt hast, wir müssen darüber nachdenken, das Finanzvolumen nicht zu sehr aufzublähen, um dann in Gefahr zu geraten. Und dann ist es ja trotzdem gut. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen. Wir sind ja grundsätzlich angetan von der Idee, Chabis auf diese Position mal zu setzen, mal zu gucken, wie es funktioniert. Dass wir Aaron gar nicht erwähnt haben, ist natürlich auch so eine Sache, der könnte ja auch da reinwachsen. Aber gleichzeitig ist es auch wieder was, wo ich sage, okay, wenn ich jetzt gegen mich selber argumentiere, du gehst in die Champions League-Saison. Ja, aber vielleicht... Du gehst in die Champions League-Saison, reichen Larsson, Skiri, Chabis und Højlund im zentralen Mittelfeld, um eine Champions League-Saison zu spielen? Vermutlich nicht. Genau. Vermutlich nicht. Gut. Ja. Dann haben wir es doch. Dann ist schwer auszuhalten. Markus, schwer auszuhalten. Muss die Ambivalenzen aushalten. Go, Markus, go. Friends, schreibt mal in die Kommentare. Also seht ihr das genauso? Ist für euch diese Position auch so, mit Vakanzen besetzt, die wir natürlich jetzt ja aufgemacht haben? Muss da noch was passieren? Habt ihr denn noch eine andere Vakanz? Ihr zwei, seht ihr denn noch eine andere Position? Ich habe sehr viele Vakanzen. Ja, also ich meine jetzt nicht auf deinem Konto, ja. Wahrscheinlich ist mal eher mein Konto das Problem, aber gut. Wie sieht's bei dir aus? Nee. Also nicht im Konto. Also nochmal, Sechser. Ja. Und dann gucken wir, was die Eigendynamik der nächsten Woche noch hergibt. Aber ich habe da großes Vertrauen, denn Markus Krösches Küche hat ja deutlich weniger gekostet als die von Borussia Dortmund, ich gehört habe. Und er kocht trotzdem viel besser. Aber ich muss sagen, in der Offensive haben wir auch diese Frage. Ich habe die Frage nicht in der Offensive. Wenn du irgendwelche komischen Fragen hast, erstmal guckst du die ganze Zeit durchs Fenster, komm doch mal rein jetzt hier mit deiner Sonnenbrille, ja? Und kannst du mir mal genau sagen, welche Fragen du da hast.
Wahi, ja oder nein? Die Frage stellt sich immer noch. Die Frage wurde die ganze Zeit aufgemacht. Gehe ich mit Wahi in die Saison? Plötzlich tauchen Gerüchte zu Batshuayi auf. Also in der Offensive gibt es scheinbar doch noch viele Fragen. Das ist halt, mich irritiert sogar die Frage mit Batshuayi, weil ich eigentlich gedacht habe, das ist doch ein guter Backup und der kann doch genau das bleiben. Ne? Und ist auch jemand, der reinrutscht. Ist ja die Frage, ob er die Rolle annimmt. Ne? Ja, das ist und halt wenn er wenig Spielzeit in Aussicht hat, das war der Deal, als sie ihn im Winter geholt haben, dass man dann im Sommer eben, dass es das Zugeständnis gibt, dass er sich wieder anderweitig orientieren kann, wenn er mit seiner Spielzeit nicht ganz so zufrieden ist. So, aber das war das Agreement. Auch da, es wird viele Spiele geben. Batshuayi ist ein Spieler, der seine Stärke. Ich glaube auch, dass der sehr wertvoll sein wird. Wir haben es in der Rückrunde gesehen. Ja. Bochum, Pauli, das waren genau diese Batshuayi-Situationen, wo du genau ihn gebraucht hast und die wirst du wieder haben. Definitiv. Dementsprechend, ich hoffe, dass da ehrlich gesagt nichts passiert. Aber klar, die Wahi-Frage, die stellt sich noch, aber da finden wir erstmal keine Antwort drauf, oder? Ja, wie bei den anderen Sachen. Es ist ja im Endeffekt genauso wie bei den anderen Positionen. Wenn du sagst, okay, ich entscheide mich gegen den einen Spieler, musst du einen holen. Wenn du sagst, ich entscheide mich für ihn, dann gehst du mit ihm. Ich wäre auch dabei. Wenn alle drei sagen, sie bleiben, Burkhardt, Wahi, Batshuayi, und du hast nur eine Planstelle, dann bin ich der Letzte, der sich da beschweren würde. Die Frage ist halt, woher kommen die ganzen Stürmergerüchte, die es ja gibt? Die gab es die ganze Zeit. Und am Ende gibt's auch noch ein anderes kleines Fragezeichen. Wie oft will Topmöller mit 2 Stürmern spielen? Weil wenn das der Fall ist und das wird öfter geplant, dann brauchst du 4 Stück. Ich glaube eher selten, tatsächlich. Aber das ist ja dann scheinbar auch eine Entscheidung, die jetzt im Laufe der Vorbereitung getroffen wurde, weil es ja früher hieß von wegen, ja, wir wollen auch öfter mal mit 2 Stürmern spielen und dementsprechend bräuchtest du ja 4. Also es sind immer noch viele Fragezeichen und ich sage es nochmal, der Redline, der ist nicht mehr so weit weg und das ist dann wieder auch so was Unsägliches eigentlich, dass das wieder in den laufenden Spielbetrieb reingeht. Weißt du, das ist es im Endeffekt, du spielst vielleicht gegen Bremen mit einer Startelf, die dann mit der Startelf der Saison vielleicht gar nichts mehr zu tun hat, weil du plötzlich doch 2 elementare Entscheidungen triffst. Also wissen wir wahrscheinlich erst die absolut ultimative Startelf nach dem Redline Day. Der Redline Day naht auf jeden Fall, so ist es. Aber was jetzt erstmal direkt kommt, ist das erste Pflichtspiel in dieser Saison. Basti, du bist ja vor Ort. Da will ich natürlich erstmal deinen Tipp hören. Was denkst du, wie wird's ausgehen? Eintracht gewinnt 4-0. 4-0? Phil. Ja, wird ein entspannter Kick, glaube ich. Gehe sogar noch weiter. 6 Tore mindestens. Oha, ich hätte gesagt 4-1 für die Frankfurter Eintracht. Schreibt ihr bitte mal in die Kommentare. Kevin Trapp, wer not amused. Ja, irgendwas ist immer. 4-1 für die Frankfurter Eintracht. Schreibt ihr mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Und lasst eure Startelf da für Samstag. Sehr, sehr gerne. Und dann, liebe Leute, ich sag's noch einmal. 21.8. All die da sind. Es gibt übrigens noch ein paar Gibt's noch Karten? Was? Nicht mehr viel. Seid schnell. Restkarten verfügbar, wenn ihr Bock habt. Wer keine Karte mehr kriegt, weil es jetzt vielleicht dann doch... Das sagen wir jetzt noch nicht. Das sagen wir noch nicht. Und vielleicht gibt's noch ein kleines Geheimnis, welches wir lüften. Oder ihr könnt einfach im Internet googeln. Aber das überlasse ich euch. Eure Internetkompetenz. Und wir sehen uns nächste Woche. Nidda, Taunus, Kaiser, Collins. Was sag ich mit Collins? Hier fehlt definitiv Collins. Namdi Collins, unser U21-Nationalspieler, unser Eintracht-Shootingstar. Der hat sich eine Viertelstunde Zeit genommen im Trainingslager in den USA fürs exklusive Fußball 2000 Interview. Und es hat richtig Spaß gemacht. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt oder wenn ihr es schon 10-mal gesehen habt, völlig egal, dann guckt es euch eben auch noch ein 11. Mal an. Denn es lohnt sich. Namdi Collins bei Fußball 2000. Klickt euch rein.